Du siehst hier ja, das neue Werk und ich zeige dir, wie ich es gemacht habe. Du siehst, im Untergrund ist Kupfer, das schimmert durch und je nachdem, wie das Licht eben drauf scheint, reflektiert das Licht dort. Ich habe hier erstmal eine Leinwand und da gebe ich eine Grundierung drauf. Und zwar nehme ich hier eine Fertigfarbe in Kupfer. Ich nehme bei diesem Bild also keine Folie und klebe die drauf, sondern ich gebe hier eine Farbe drauf, die eben metallisch ist und ich möchte gerne den Effekt haben, dass sie nachher auch metallisch durchblitzt. Ich arbeite nur mit diesem Werkzeug in dem Bild und du kannst natürlich das Werkzeug hier auch ausprobieren und gucken, ja, es kennenlernen, falls du damit noch nicht gearbeitet hast. Wenn ich hier gleich fertig bin, dann lasse ich das einmal komplett durchtrocknen. Ja, die Fläche ist jetzt trocken und du kannst hier ganz gut gegen das Licht sehen, wie das Licht reflektiert wird. Und ich gebe jetzt hier einfach mal mein Indigo auf einem Stück Papier und ein Kobaltblau. Eigentlich wollte ich eine helle Farbe drüber geben, aber ich habe mich gerade spontan zu den beiden Farben entschieden und gebe meinen hellen Farbton einfach dazu. Ja, ich schaffe mir ein bisschen Platz und lege meine Werkzeuge alle parat. Ja, und jetzt nehme ich einfach, brauche ich irgendein Werkzeug zum Auftragen der Farbe, die muss ja irgendwie jetzt auf die Leinwand und dann eignet sich der Spachtel ganz gut und dann trage ich die Farbe einfach mal darauf, nehme die hier vom Papier ab, ziehe die rüber. Ich habe die beiden Farben auch nicht so miteinander vermischt, also wir sind zwar beide da drauf, aber nicht vermischt. Und gebe jetzt eben den anderen Farbton noch dazu und dann verstreiche ich es gleich. Das Weiß trage ich ein bisschen unter das Blau und jetzt nehme ich mein Werkzeug und verziehe die Farben miteinander und den Effekt, den werde ich auch so stehen lassen. Ja, jetzt sehe ich wenig Kupfer drunter und deshalb suche ich mir hier wieder ein Werkzeug, mit dem ich die Farbe rausnehmen kann. Und ich möchte einfach nur ein paar Linien haben und das Kupfer eben zum Vorschein bringen. Also ich kratze jetzt hier wieder mit dem Stiel des Pinsels und ziehe mir Linien raus. Und ich sehe schon, die Farbe hat sich sehr schnell miteinander verbunden. Anders bei der Folie. Die Folie lässt die Farbe sehr lange an der Oberfläche. Und hier siehst du, ich muss wirklich das Werkzeug richtig kräftig einsetzen, damit ich überhaupt die Farbe abbekomme. Und das geht gerade sehr schlecht. Also muss ich mir irgendwie behelfen. Ich habe ein bisschen Wasser dazu genommen und löse die Farbe da jetzt an. Also bei der Folie wäre es jetzt ganz einfach gegangen, da hätte ich es einfach abnehmen können. Hier muss ich ein bisschen mit Wasser nachhelfen.
Während ich jetzt hier die Farbe rausnehme, überlege ich die ganze Zeit, ob ich nochmal Farbe wieder draufsetze, also das Kupfer nochmal drauf gebe. Und verwerfe den Gedanken immer wieder, dann taucht er doch wieder auf. Dann mache ich es meist nicht, weil ich könnte ja so einen Klecks draufschmeißen oder was auch immer. Aber im Grunde genommen wäre es alles nur wieder konstruiert und ich möchte ich möchte dieses Spontane beibehalten, dieses Intuitive und nicht nachdenken. Und dann müsste ich mir nämlich auch wieder überlegen, welches Werkzeug nehme ich zum Auftragen einer anderen Farbe und so weiter. Also ich lasse es. Ja, hier kannst du es nochmal sehen, wie das Kupfer jetzt durchscheint. Gegen das Licht sieht man das dann immer ganz schön. Und das ist halt auch das, was ich gerne mag, je nachdem, wie das Licht eben drauf fällt. Du gehst an dem Bild vorbei und plötzlich springt es dich oder blitzt dich einfach an. Ja, und dieser Farbverlauf, den mag ich halt auch ganz gerne. Und das ist eben auch das, was ich dir in dem anderen Video gezeigt habe. Und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und freue mich natürlich über ein Like und auch deine Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!